Hallo und Glück auf. Wenn bei euren Kaminöfen oder auch hier bei so einem Werkstattofen mal so eine Schamottplatte oder auch eine Vermiculitplatte kaputt geht, dann ist das eigentlich kein großes Problem. Zwar für den Moment, weil ihr den Ofen nicht betreiben könnt, aber die Reparatur ist relativ einfach. Ob ihr Schamott oder Vermiculit habt, das merkt ihr schon am Gewicht. Schamott ist ziemlich schwer und Vermiculit, das ist relativ grob und relativ leicht. Lässt sich ziemlich gut sägen. Solche Schamottplatten kann man auch kleben, wenn man den Klebstoff hat, beziehungsweise die Zeit hat, darauf zu warten. Dann gibt es eben einen Klebstoff, da muss man die Seiten hier gut mit einer Bürste oder einem Pinsel reinigen. Und wenn man dann alle Teile hat, kann man sich das hier wieder zusammenpuzzeln und das hält tatsächlich bombenfest. Habe selber schon solche Teile mal verwendet und da passiert auch nichts damit. Wenn ihr allerdings keinen Klebstoff habt, dann gibt's als Ersatz zu bestellen, gar nicht so teuer, Vermiculitplatten oder eben dritte Alternative, die ich noch nicht erwähnt habe, ihr bestellt euch für den entsprechenden Ofen das Originalteil. Für die, wo Geld keine Rolle spielt oder wo die Innenraumauskleidungen bestimmte Formgebungen haben, also zum Beispiel rund sind, da ist das natürlich dann eine Möglichkeit. Genau, ich habe eben noch solche Vermiculit-Auskleidungsplatten. Heißt das überhaupt so? Ja, ich glaube. Ähm, Ich habe noch solche Auskleidungsplatten da und säge mir jetzt fix mal eine neue Platte zu und ich zeige euch kurz, wie das geht. Ihr könnt es entweder übrigens mit 'ner elektrischen Säge machen, dann würde ich aber auf alle Fälle 'nen Staubschutz aufsetzen oder eine Absaugung einsetzen, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Zeug schädlich ist. Und ja, ansonsten, wenn ihr es von Hand sägt, ist das, denke ich, nicht notwendig. Dann staubt das nicht so und, ihr solltet vielleicht nicht die allerteuerste Säge dafür nehmen. Das wäre noch so ein Hinweis. Genau, lange Rede, kurzer Sinn, sägen wir los. So, das ist so eine Vermiculitplatte, die ist jetzt 300 mal 600. Die ist in meinem Fall etwas dicker, was bei mir funktioniert, weil die Teile genug Spiel haben. Ihr solltet aber bei euch darauf achten, dass die Teile dieselbe Stärke haben und natürlich groß genug sind. Solche Platten habe ich immer ein paar da wir 3 Kaminöfen gelegentlich im Haus betreiben. Nicht als Hauptheizung, aber eben, wir haben auf jeder Etage einen, auch für Notfall, sage ich mal. Altes Preppertum. Und ja, jetzt wäre praktisch der erste Step, sich das Teil hier wieder zusammenzupuzzeln und das hier aufzuzeichnen. So, wenn man das gemacht hat, nimmt man sich den Bleistift aus DDR-Zeiten. Und ich habe jetzt hier noch festgestellt, die Platte, die ist an einer Seite hinten, weiß nicht, könnt ihr hier sehen, ja, die ist schräg. Ne? Ich drehe die jetzt mal rum, so dass die Schräge nach oben zeigt, damit ich eben die maximale Fläche hier habe. Zack, und lege die nochmal neu an. Jetzt zeichne ich das an. Es kommt auch im Regelfall nicht auf den Zehntel Millimeter an. Aber ihr solltet euch natürlich Mühe geben, trotzdem so gerade wie möglich zu schneiden. So. So, ich habe heute auch modische Schuhe an. Ne? Ist heute ein bisschen wie in Indien alles improvisiert. Werkstatt ist zugemüllt nach den letzten Baumaßnahmen und ich bin jetzt hier mal in die Waschküche ausgewichen, da das tatsächlich ungeplant ist. Ich habe meinen Ofen jetzt nicht absichtlich zerstört. Ähm, genau, also das ist wirklich ein ziemlich weiches Material.
Ihr hört es auch. Also, ja, gut. Und jetzt muss natürlich noch diese Faser ran. Und ihr seht hier etwa 1 cm hoch, 1,5 breit. Das messe ich mal lieber. So, 1,5 cm in der Tiefe und in der Höhe ist es 1 cm. Gut geschätzt, habe ich Schwein gehabt. So, ne? Und das kann ich jetzt hier natürlich anzeichnen, beide Maße. 1,5, 1,5. So. Und die Platte ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen stärker, aber so genau scheißt eben kein Hund. Ich mache mal ein kleines bisschen mehr als 1 cm hier. Gut. Ja, und die Ecke hier, also das Verbindungsstück zwischen den beiden Linien. Warte mal, jetzt. Diese Ecke muss halt weg, ne? Gut. So, und das kann man entweder gleich mit der Stichsäge, wenn man die jetzt schräg stellt. Ich mache es jetzt mal von Hand, das ist jetzt eigentlich kein Thema. So, wäre ich jetzt draußen, würde ich das mit der Flex machen. Die Säge lässt sich jetzt nicht schräg genug stellen. Ich probiere sie eben mal mit der Raspel. Ich bloß gucken. Ja, geht gut. Jetzt habt ihr aber überhaupt kein Bild. Habt ihr jetzt ein Bild? Jetzt habt ihr ein Bild. Genau. Also, ihr seht das. So. Gut. So sieht das jetzt aus. Halbwegs gerade. Ja. Und jetzt schaue ich, ob es passt. So, jetzt kamen 2 Sachen zusammen. Ich war nicht vorbereitet, die Kamera war leer. Und das zweite war, ich musste hier ein bisschen fummeln, aber das kann ich ganz gut. Im Endeffekt hing es mit dieser Rückplatte zusammen, die ein bisschen zu weit vorne war, wegen Ablagerungen. So, und auch wenn ihr vielleicht findet, dass das jetzt alles nicht so gut passt, genau so war das vorher auch. Auch das hier, diese Abstände, das ist überhaupt kein Problem. Das reicht vollkommen. So, und diese Platte hält jetzt die Flamme natürlich ab und sorgt dafür, dass die Flamme hier erst einen Bogen machen muss. So habt ihr das auch in eurem Kaminofen, falls ihr denn einen habt, drin. Ne? Genau. Ja, und diese Schamottsteine sind mit den Vermiculit nach meinem Wissensstand problemlos ersetzbar. Und sollte da jemand andere Infos haben, kann er das gern hier unten drunter nochmal posten. Ja, die Platten, die verlinke ich euch. Falls da jemand Interesse hat, gibt es auch bei Amazon, gibt es auch bei eBay. Guckt euch einfach die Preise an, bestellt, wo ihr meint und vor allen Dingen die Größe und Stärke, die ihr braucht. Ich mache jetzt wieder meine Platte hier oben drauf und dann ist der Ofen im Endeffekt wieder einsetzbar. Ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, freue ich mich immer. Auch einen netten Kommentar für den Algorithmus, dass der Kanal noch ein bisschen wächst. Und ich grüße euch. Tschüss und bis bald.